Guten Morgen, Leute. Es ist ein bisschen stressig. Es ist heute der 3. Weihnachtstag, ne? Ja, wäre schön, ne? Es ist Freitag, der 27. Dezember. Und ich laufe heute eine Winterwandertocht mit Erbsensuppe am Ende. Morgen. Und wie Sie sehen, laufe ich jetzt auf ein Zettel und das ist sehr schwierig, denn ich hatte mich schon verlaufen. Und die ersten 100 Meter schon. Statt rechts ab, war ich links abgebogen, also es ging schon gut. Ne? Okay. Ich versuche mich zu orientieren. Es wird ungefähr 15 Kilometer heute. Es ist neblig, aber es wird trocken bleiben und die Sonne wird scheinen. Ja, die kann man jetzt schon sehen. Also, wir werden mal sehen, was ich filmen kann heute, aber es wird schwierig mit dem Zettel. Und wir verlassen Söstre und laufen jetzt Richtung Dieteren. Über eine Wanderpfad. Und nach 1,5–2 Kilometer, schätze ich, laufen wir wieder zurück ins Süsteren. Und dann gehen wir Richtung Neustadt. Hier war meine erste Wanderung von IVN, die Wanderung von der Flutgraaf. Rode Weg zijn. Ja. Rode Weg. Stadt. Nach 7,78 Kilometer gehen wir über die Flutgraaf und
werden wir Neustadt verlassen. Richtung Harford, Isenbruch, Deutschland. Ja Leute, das war die Niederlande. Und hier vorne sieht ihr schon Isenbruch, das ist Deutschland. Und dann müssen wir Agentur nach links auf Feldweg. Okay, werden wir mal sehen, Leute. Nach 8,71 Kilometer laufe ich noch über den Grauenkamp in Deutschland. Und das ist, ja, wie muss ich sagen, die Bäume tropfen. Es regnet unter die Bäume. Dann ist es ja neblig. Ne? Normal hat man die Bäume gerne, aber ja, das ist natürlich nicht so gut. Patz, da kommt wieder ein Tropfen. Das läuft sich ganz gut. Wie ich schon sagte, asphaltierte Wege, das ist gut im Winter, ne? Weil das Matschparadies im Oppich, das setzt mich noch in die Knochen. Ne? Naja, keine Matsch heute ist ja zu viel gefragt. Ne? Schau dir den Scheiß hier mal an. Heiliger Scheiße. Was für ein Saustall. Mal schauen, wo wir hingehen. Schwimmbäder, Leute, Schwimmbäder. Und ich laufe über den Acker. Hier sind wieder Stücke asphaltiert. Also das war mal eine asphaltierte Straße hier. Ja, Deutschlands Straßen wären grün, ne? Das ist hier wieder so. Und ich fühle jetzt unter meinen Füßen, dass sie asphaltiert ist. Also die Straße war mal besser, ne? Matsch, Leute. Unglaublich. Die 15 Kilometer hat Matsch. Boah. Und müssen bei der nächsten Kreuzung bei einem Naturschutzgebiet nach links, Leute. Ich versuche mich hier irgendwo durchzumogeln. Irgendwie. Aber auch hier im Gras ist es matschig. Naturschutzgebiet, Leute. Naturschutzgebiet. Ja.
was für eine Dreckscheiße. Unglaublich. Und das tropft und das tropft und das tropft von den Bäumen. Und die Sonne kommt nicht richtig durch. Ne? Es bleibt neblig. Ja Leute, 10,7 Kilometer. Also wir brauchen noch keine 5 Kilometer mehr bis zum Ziel. Und auch diese Straße war mal eine asphaltierte Straße, ne, wo ich hier laufe. Dann Teile des Asphalts sind noch vorhanden. Also ich weiß nicht, was die Deutschen machen, aber die lassen die Straßen einfach verkümmern. Ne? Unglaublich. Und ich muss jetzt irgendwo bei einer Wiese, muss ich nach links. Eine Wiese mit einer Bank, da kommt eine Kreuzung, da muss ich nach links. Und wenn ich mich jetzt dran orientieren. Läuft gut, bin eigentlich zu warm an, weil das kein Wind steht. Es geht gar kein Wind, es ist windstill. Also bin ich viel zu warm an, aber macht nichts. Ich schaffe das schon. Das sind keine Wiesen mehr, Leute, das sind Sumpflandschaften. Wie viel Wasser da auf die Wiese stehen, das ist ja unglaublich. Da kann man ja schwimmen, ne? Hier auch. Viel zu viel Wasser dieses Jahr. Von der kasarischen Mafia, ne? Scheiße. Nach 11,5 Kilometer laufen wir wieder in die Niederlande. Und schau dir die Dinger mal hier an den Bäumen, ne? Die schwammen. Geil. Und das hier soll eine Wiese sein. Oh, ein Schwimmbad. Schau dir die Wiese mal an hier, das ist ja unglaublich. Oh, das ist ein richtiges Schwimmbad. Das kann man einfach nicht mehr fassen, wenn man das sieht. Nach 13,5 Kilometer komme ich ins Sösteren und es sind nur wenige Kilometer bis zum Ziel. Ja Leute, ich bin jetzt vor meinem PC und ich bin wieder zu Hause nach der Wanderung. Es war eine schöne Wanderung, es war sehr neblig. Es gab ein bisschen Sonne, aber die konnte nicht richtig durchkommen. Der Parcours, der war gut. Ja, auf niederländischem Gebiet war das sehr gut. Da war alles trocken, alles asphaltiert. Deutschland, da war es etwas weniger gut, ne? Da war es auch matschig. Die asphaltierten Straßen waren kaputt, weil die Deutschen lassen die einfach verrotten. Ja, das ist einfach schade. Dann man sah ja, dass der Belag dann noch lag, ne? Aber er war kaputt. Weiter, wir haben gelaufen 16,3 Kilometer in 3 Stunden und 19 Minuten, 4,9 Kilometer pro Stunde Durchschnitt. Also es war schon wieder schnell unterwegs, ne? Und ja, was soll ich sagen, die Tassensuppe war herrlich. Ja, die habe ich auch genossen. Nur das Foto war nicht so gut gelungen. Ich weiß nicht, was das war. Ob das kam, dass wenn man da reinkommt vom Kälte in Wärme, dann beschlägt ja alles, ne? Und ich denke, dass das Problem ist. Ich habe das nicht gesehen. Naja, macht nichts. Dieses Jahr gibt es, weiß ich nicht, ob es Wanderung gibt. Also jedes Fall, wenn es keine Wanderung mehr gibt, dann wünsche ich euch noch ein schönes neues Jahr.
und gehe auch im neuen Jahr wieder raus und wandere. Ich gehe auch raus. Ich habe einige Wanderungen schon geplant von 40 Kilometer, 68 Kilometer in Köln. Ja, das ist das Köln-Pfad G8 Original oder so etwas. Also ich möchte da etwas mehr machen nächstes Jahr. Ja, dann hoffe ich, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt es einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, sagt es weiter und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Das wird dann wahrscheinlich noch dieses Jahr oder nächstes Jahr sein. Also Leute, das war's für heute. Ciao, ciao, ihr Theo.